Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal zeigen, warum ihr Konservendosen nicht wegschmeißen sollt und was ihr Cooles damit machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind diese 5 Dosen, ne? Und zwar habe ich als allererstes eine, die ich bezogen habe mit einer Folie und dann mit Vinylfolie verziert habe. Das ist eine. Dann habe ich eine, wo ich direkt auf die Farbe mit der Vinylfolie drauf bin. Da habe ich euch dann auch einen kleinen Trick, wie das dann auch ein bisschen besser haftet, trotz der Rillen, die da drauf sind. Dann habe ich eine mit einer Schablone gemacht und die mit Farbe ausgefüllt. Da habe ich euch auch noch einen kleinen Trick zu, wie das besser funktioniert. Dann das Motiv vom letzten Procreate-Video. Da habe ich mit Seitenpapier bedruckt und das auf die Dose aufgebracht, sodass das schön drauf haftet. Und dann habe ich noch ein Vintage-Label auf die Dose drauf gebracht. Die 5 Varianten werde ich euch jetzt gleich zeigen. Fangen wir erstmal mit dem Rohmaterial an. Ich habe hier ganz normale Konservendosen. Die habe ich natürlich sauber ausgewaschen und ringsherum gereinigt. Und was ich jeweils mache, ich gehe oben nochmal mit dem Büchsenöffner durch, damit ich wirklich die Kanten hier möglichst weit zurückgeschnitten habe. Und dann nehme ich hier so eine Zange und biege das, was noch übersteht, so rein. Und das mache ich einfach ringsherum, so dass hier wirklich nichts ist, wo ich mich dran verletzen kann. Und so bewahre ich die jeweils auf, warte, bis ich da ein paar zusammen habe. Und wenn ich ein paar habe, dann mache ich den nächsten Schritt, nämlich ich male die an. Ich nehme da ganz einfach einen Acryllack, wo Buntlack und Grundierung mit drin ist. Das eignet sich für so, wie ich das verwende, jeweils super. Das ist dann auch, da kann ich auch mit Wasser drauf und das tut dem dann nichts. Und ihr seht, es hat auch nicht, ist nicht komplett gedeckt. Es hat so ein bisschen einen Vintage-Look. Das ist das, was ich gerne für mich mag. Ich mache das mit einem Roller und färbe das so an. Hier bin ich 3-mal drüber. Wenn ihr eine stärkere Abdeckung haben wollt, könnt ihr da natürlich noch mehrmals drüber. Oder ihr macht das ganz einfach mit der Sprühdose, dann habt ihr auch eine bessere Deckung. Das könnt ihr zum Beispiel eine Kartonbox reinstellen und dann mit genug Abstand besprühen, damit euch dann die Farbe nicht runterläuft. Aber das ist so, wie ich das für mich mag. Und eben wie gesagt, ich warte, bis ich ein paar zusammen habe, dann mache ich das, färbe die an, damit ich nicht für jede einzelne Dose das ganze Zeug hervorholen muss. Und dann lasse ich die trocknen und stelle die wieder in den Keller. Und so habe ich dann einfach, wenn ich eine brauche, kann ich darauf zurückgreifen und muss das nicht jedes Mal einzeln machen. Vielleicht auch noch ein Tipp, was ich jeweils mache. Ich packe den Roller, ich mache relativ viel mit dieser Grundierungsfarbe und deshalb wasche ich den auch nicht jedes Mal super sauber aus, sondern ich packe den einfach in eine Plastiktüte rein und verschließe das luftdicht und so könnt ihr das wirklich, ich habe den, bevor ich das gemacht habe, habe ich den 4 Wochen nicht gebraucht und der ist super noch, also den könnt ihr so wunderbar immer wieder verwenden. Einfach hier dediziert für eine Farbe, wenn ihr eine Farbe habt, wie ich mit Weiß, die ihr oft verwendet. Wenn ihr beim Anfärben, ich mache jeweils einen Handschuh drüber und dann halte ich das so innen drinne fest und gehe mit dem Roller so drüber. Und falls ihr dann vom Handschuh trotzdem mal Weiß dran habt und hier drinne ihr Abdrücke habt, das könnt ihr wunderbar auch mit einem Nagellackentferner wieder entfernen, damit ihr hier einen sauberen Rand drin habt.
das ist das, wie ich die Dosen vorbereite. Für heute habe ich 4, die ich grundiert habe, und eine werde ich verwenden ohne Grundierung, weil ich die beklebe und da brauche ich das ganz einfach nicht. Was ihr sonst noch braucht, das gucken wir jeweils bei der Variante an, weil ich will euch heute 5 Varianten zeigen. Starten wir gleich mal mit der, die ich nicht angemalt habe, sondern nur gereinigt und den Rand bearbeitet habe. Da werde ich so machen, dass ich eine Vinylfolie draufklebe. Die kriegt ihr auch im Bastelladen zum Beispiel. Die werden vielfach angeboten, um so Bücher einzufassen oder solche Sachen. Ich habe hier ein Blumenmuster, weil 4 von den Dosen, die ich heute zeige, werden so mit Ostern eben zu tun haben. Von dem her hier ein Blumenmuster. Plus dann habe ich einen kleinen Hasen ausgeplottet mit matter weißer Vinylfolie. Das klebe ich dann drauf. Dazu brauche ich das Entgitterungstool, Übertragungsmedium und das Rakel. Und dann brauche ich noch eine Schere und natürlich, um das zu schneiden, braucht ihr das Motiv und den Plotter, den ihr jeweils verwendet. Wenn das Thema Plotten für euch komplett neu ist, guckt euch hier oben die Playlist an, die ich habe. Da findet ihr ganz viele Sachen, was ihr mit dem Plotter anstellen könnt. Aber heute habe ich das Thema Plotten quasi übersprungen und habe hier schon das fertige Ergebnis, weil ich euch ja schon des Öfteren gezeigt habe, wie ihr Vinylfolie ausplotten könnt. Als erstes starten wir damit, dass wir das auf die Dose aufbringen. Was ich jeweils mache, ich löse diese Abdeckung bis zur Hälfte und schneide die so in etwa in der Hälfte ein und klebe die mit etwas Abstand quasi wieder drauf. So in dem Stil. Weil dann kann ich sie wunderbar ausrichten und kann dann den Rest ganz einfach abziehen. Klappe ich noch 2 Ecken runter und so kann ich die jetzt auf der Dose das ganz einfach so drauflegen, dass es dann schlussendlich auch passt. Das heißt, ich schließe hier oben mit dem Rand ab. Das heißt, irgendwann komme ich dann an die Stelle, die klebt, und da kann ich das Ganze festdrücken und dann kann ich von da aus arbeiten. Das heißt, jetzt nehme ich die Abdeckung quasi weg und damit keine Luftblasen entstehen, gehe ich da wirklich Schritt für Schritt und drücke das so langsam entlang und ziehe hier hinten die Abdeckungsfolie weg. Dann haben wir schon die erste Seite, die super drauf sitzt, ohne dass ich da irgendwelche Luftblasen habe. Und die oben schön am Rand entlang sitzt. Und das gleiche kann ich noch mit der anderen Seite machen. Life is a winding road, no telling where it goes. Und ich habe das am Anfang einfach abgemessen, wie hoch sie sein soll und wie lang, damit ich hier hinten, ich habe ca. 1 cm Überlappung drauf. Und so habt ihr wunderbar die Dose eingefasst und die gibt doch schon viel her. Dann kann ich noch meinen kleinen Hasen hier entgittern. Jetzt habe ich hier ziemlich filigrane Teile und ich wende hier jeweils so einen kleinen Trick an. Das heißt, ich entgittere gar noch nicht alles, sondern nur die großen Teile. Dann gehe ich schon mit dem Übertragungsmedium drauf. Dann kann ich die Folie hinten lösen und die Teile bleiben wunderbar auf dem Übertragungsmedium drauf. Und erst jetzt entgittere ich den Rest.
through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, Weil mit der Variante funktioniert es massiv besser, dass diese Zwischenteile hier auch wirklich drin bleiben. Und so können wir das jetzt einfach noch auf die Dose draufbringen. Guckt einfach, dass ihr die Überlappung, die ihr gemacht habt, hinten habt. Und dann den so ein bisschen mittig, schön gerade platzieren und feststreichen. Und dann könnt ihr das Ganze abziehen. Und ihr seht, die ganzen filigranen Teile sind auf der Dose drauf. Und so haben wir eine schöne Dose mit Blumen und einen kleinen Osterhasen vorne drauf. Das war die erste Idee, die ich für euch hatte. Das heißt, Dose beziehen und dann ein Motiv mit Vinylfolie draufbringen. Für die nächste Variante brauchen wir fast dasselbe, aber diesmal werde ich eine der Dosen nehmen, die ich bemalen habe. Und ich habe hier eine bunte Vinylfolie, dasselbe Motiv wie vorhin, diesmal in Mintgrün. Auch hier mache ich es mit den Mintgittern wieder gleich, das heißt, ich nehme mal den Rahmen weg und dann auch nur die großen Teile, wo nichts mehr, wo keine Zwischenräume drin sind, die drauf bleiben müssen. So, das war der erste Schritt. Jetzt gehe ich da auch wieder mit dem Übertragungsmedium drauf und solche Sachen könnt ihr auch mehrmals verwenden. Es ist nicht so, dass ihr das beim ersten Mal verwenden gleich wegschmeißen müsst. Dann können wir die Abdeckungsfolie hinten lösen und dann noch den Rest entgittern. Und ihr seht es auch hier, ne? Die ganzen filigranen Teile sind wunderbar drin geblieben. Und so können wir das auf die Büchse drauf bringen. High, even if the sky is falling down. Und ihr habt gesehen, bei der Variante, ich bin da wirklich entlang von diesen Rillen gegangen, damit es da wirklich gut haftet. Da könnt ihr es wirklich vorsichtig abziehen und einfach quasi mit dem Finger immer so ein bisschen nachhelfen, damit es da bleibt. Das ist mit den Rillen immer so ein bisschen tricky. Aber man bekommt es hin. Und dann könnt ihr das nochmal festdrücken. Ein weiterer kleiner Tipp, wenn das Vinyl so ein bisschen aufsteht wegen den Rillen, könnt ihr da auch kurz mit der Heatgun drauf. Dann wird das Vinyl so ein bisschen geschmeidiger, sagen wir es mal so. Und dann könnt ihr das nochmal festdrücken und so bleibt es dann auch besser in diesen Rillen drin. Und so habt ihr dann wunderbar euer Motiv auf der Dose drauf. Das war die zweite Idee. Als nächste Idee dachte ich mir, wir machen eine Schablone. Das heißt, ich habe hier aus Schablonenmaterial, das ist die von Oracal und jetzt nicht erschrecken, ich kaufe die jeweils oder ich bestelle die in Deutschland, weil es in der Schweiz die so nicht zu kaufen gibt. Und deshalb habe ich hier eine Monsterrolle, weil man bezahlt ja auch immer die Versandkosten und deshalb kaufe ich die jeweils in einer größeren Menge ein. Aber ich habe vorher immer mit Vinylfolie Schablonen gemacht zum Malen.
Aber ich finde, mit dieser Orakalfolie geht es eigentlich besser, weil die nicht ganz so robust ist wie die Vinylfolie und da ihr so besser damit arbeiten könnt. Was wir hier brauchen, ist natürlich wieder die Dose, dann eben euer Motiv als Schablone ausgeplottet, Entgitterungstool, Rakel, Übertragungsmedium, Schere und dann werde ich das hier mit diesem Pink aufbringen. Die ist von Ranger, ist eine Acrylfarbe. Und ich zeige euch dann noch einen Trick, wie ihr es machen könnt, dass euch die Farbe nicht drunter läuft. Da brauche ich noch einen Pinsel und einen Stupser. Und als allererstes muss ich hier kurz das Motiv entgittern. Nur damit ihr seht, ne, das ist nicht wie die Vinylfolie, sondern das ist hier wirklich nur so eine dünne Plastikfolie. Und hier machen wir es logischerweise nicht so, dass wir das Motiv selber behalten, sondern das Motiv geht weg, weil es ist eben eine Schablone, ne? Und ich habe hier jetzt auch nicht das ganz genau gleiche Motiv, weil das schon ein bisschen zu filigran geworden wäre. Deshalb habe ich hier oben das Herz. Ich habe versucht, hier die kleinen Streifen zu behalten. Das ist zu filigran. Die nehmen wir mit. Aber was ich noch habe, ist unten der Wuschel. Den behalten wir. Und somit haben wir diesem Motiv, das oben ein kleines Herzchen drauf hat, hier den Wuschel und den Hasen selber. So, jetzt nehme ich auch wieder von meinem Übertragungsmedium. Dann kann ich die Abdeckung entfernen und das Ganze auf die Dose aufbringen. Ich fange da extra oben an. Also ich habe um das Motiv herum einfach auf dem Canvas ein Viereck gezeichnet. Es geht ein bisschen einfacher, damit es dann wirklich gerade sitzt. Und da jetzt wirklich darauf achten, dass ihr keine Luftbläschen dazwischen habt. Dann kann ich das Übertragungsmedium abziehen. Dann könnt ihr das wirklich nochmal gut reindrücken. Und eben gerade mit diesen Rillen wird das jetzt eher schwierig, dass die Farbe nicht drunter laufen würde. Ich mache hier kurz noch denselben Trick wie vorhin, dass ich mit der Heatgun kurz ein bisschen drauf gehe. Natürlich nicht zu viel, damit ihr die nachher wieder abziehen könnt, aber jetzt könnt ihr es nochmal festdrücken. Und so würde mir jetzt Farbe drunter laufen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die Rillen führen dazu, dass hier die Farbe drunter laufen würde. Ich werde das damit verhindern, dass ich zuerst das Ganze am Rand entlang weiß färbe. Einfach ein bisschen weiße Farbe drauf gebe. Und so verschließe ich quasi den Übergang. Das heißt, wenn jetzt von dieser Farbe drunter läuft, spielt es eigentlich keine Rolle, weil die sieht, weiß auf weiß sieht man ja nicht, ne? Ich habe gemerkt, dass ich es nicht schaffe, das ganz fest abzudichten. Deshalb arbeite ich nicht mit dem Stupser, wie ich eigentlich gedacht hatte, sondern mit dem Pinsel, weil dann kann ich filigraner arbeiten. Dann funktioniert es auch so ein bisschen besser, weil ich gehe jetzt von quasi dem Rand weg rein und nicht in die andere Richtung, weil sonst würde ich die Farbe drunter schieben und so sollte das eigentlich nicht passieren. Da braucht ja auch nicht wirklich viel Farbe, weil diese
Farbe, die ich hier verwende, die hat schon eine sehr starke Deckkraft. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Und lieber einmal mit wenig Farbe drauf und dann könnt ihr immer noch ein zweites Mal drüber. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr das trocknen lassen. Und wenn das einigermaßen trocken ist, könnt ihr das vorsichtig versuchen abzuziehen. Ich hoffe, es funktioniert. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Es hat einzelne Stellen und die korrigiere ich jetzt noch mit einem feinen Pinsel. Das heißt, ich nehme hier wieder weiße Farbe. Upsi, nicht wegrollen. Und einen ganz feinen Pinsel. Und arbeite da jetzt einfach, da wo es ein bisschen drüber hinaus ist, decke ich das wieder ab. Und so konnte ich das einigermaßen wieder retten. Es ist halt einfach, also Schablonieren funktioniert in der Regel extrem gut mit dieser Schablonenfolie. Aber was die Challenge ist, sind die Rillen, die hier auf der Dose drauf sind. Aber ich finde es trotzdem auch mit den kleinen Korrekturen ein ganz süßes Ergebnis. Hier mit einem kleinen Herzchen oben im Ohr. Ne? Und das war das Anfärben mit Schablonen. Als nächstes habe ich eine etwas spezielle Variante und diejenigen, die meine Mittwochsvideos verfolgen, wo ich euch Sachen zeige, wie ihr mit Procreate machen könnt, ne, dann sollte euch dieses Motiv bekannt vorkommen. Was habe ich damit gemacht? Ich habe das ganz einfach auf Seidenpapier gedruckt. Und ich mache das jeweils so, dass ich zuerst das Motiv einfach ganz normal auf ein Stück Papier drucke. Und dann weiß ich genau, wenn ich das Papier dann wieder reinlege, wo mein Motiv sein wird. Und dann kann ich die Seidenfolie oder dieses Seidenpapier ganz einfach in diesem Bereich draufkleben. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass hier oben und unten das schön flach draufklebt, damit der das sauber durchzieht. Und ja, das Seidenpapier vielleicht vom Draufkleben auch, das hat ja jeweils so eine glänzige und eine matte Seite. Und ich mache das jeweils so, dass ich auf die matte Seite drucke. Das heißt, die glänzige Seite ist bei mir unten. Und so kann ich das jetzt nehmen und entsprechend ausschneiden. So, ich habe ein kleines bisschen Rand stehen lassen. Und was ich dann mache, ich nehme die Dose, eine von denen, die ich angefärbt habe. Und das Ziel ist, dass ich das hier ganz einfach auf die Dose drauf bringe. Damit das funktioniert, nehme ich hier, ich habe einfach eine Abdeckung von den Folien von vorhin, lege das seidenverkehrt hier drauf. Und dann habe ich zwei Pinsel. Ich habe einen, mit dem ich jetzt das bestreichen werde, und ich habe einen, der sauber und trocken ist, nachher zum Feststreichen. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen von dem Serviettenkleber, respektive, das heißt Schutzhaftlack. Das wird in der Regel verwendet auch für Serviettentechnik. Gebe ich einfach ein bisschen drauf, braucht auch wirklich nicht viel. Und dann bestreicht ihr hier diese glänzige Seite mit dem. Wirklich nicht viel, braucht nicht viel drauf. Und am besten geht ihr einfach von der Mitte nach oben einmal
dass überall von diesem Lack drauf ist. Und dann von der Mitte auch nochmal nach unten. Dann könnt ihr das nehmen und das da auf der Dose platzieren, wo ihr das haben wollt. Einfach einmal drauflegen und dann eben mit einem sauberen Pinsel das feststreichen. Das ist quasi wie die Serviettentechnik, aber mit Seidenpapier. Wenn es am Rand ein bisschen zu stark aufsteht und das Gefahr läuft, dass es wieder runterkommt, könnt ihr einfach den Rand entlang wirklich nur wenig da noch drauf geben, damit das schön drauf klebt. Deshalb habe ich das auch so ausgeschnitten, dass ich einen kleinen weißen Rand stehen gelassen habe. Weil ich will, ihr könntet auch das Ganze lackieren, finde ich aber schade. Ich will nur hier den Rand entlang. Zur Sicherheit ein bisschen von diesem Schutzlack drauf geben. Da könnt ihr auch so ein bisschen drauf stupsen. Damit drückt ihr das Papier dann auch in die Rillen rein. So, und so sitzt das perfekt drauf. Und ihr seht, ich habe wirklich nicht viel gebraucht davon. Das reicht wirklich weit. Jetzt lasse ich das kurz ein bisschen trocknen. Pinsel reinigen natürlich nicht vergessen, aber na, wenn ihr euch das anguckt, ihr müsst, wenn ihr mit Seitenpapier arbeitet, müsst ihr eine Grundierung drauf machen, weil sonst würdet ihr das Motiv praktisch nicht erkennen. Aber ne, nahtloser Übergang zur Dose und das haftet wirklich hier super drauf. Das heißt, so könnt ihr eure eigenen Motive zeichnen und die zum Verzieren von Dosen zum Beispiel verwenden. Die letzte Variante, die ich euch noch zeigen wollte, ist auch eine der Dosen, die ich angemalt habe. Und dann habe ich hier ganz einfach im Internet ein Vintage-Label gesucht und gefunden. Und wenn ihr das ausdruckt und beim Potschen, da sagen die, es muss ein Laserdruck sein. Das heißt, ich habe das mit einem Laserdrucker ausgedruckt, aber spiegelverkehrt. Also ihr müsst es einmal flippen. Und das auf ganz normalem Papier, möglichst dünnes Papier. Dann habe ich 2 Pinsel. Ich habe die Fototransfer-Potsch. Das hatte ich euch schon mal gezeigt, wie ich das mit Holz gemacht habe, wo ich ein Motiv auf Holz aufgebracht habe. Im Grunde genommen dasselbe Prinzip und deshalb habe ich das hier auch mit einem Acryllack bemalen, damit ich da jetzt hier wirklich mit Wasser drauf reiben kann, ohne dass da was passiert. Pinsel habe ich gesagt, eine Schere, um das Ganze auszuschneiden. Dann habe ich hier Wasser, einen Schwamm. Und ich habe die Heatgun noch auf dem Tisch einfach aus dem Grund, weil wenn ich das gepotscht habe oder übertragen habe, dann gucke ich jeweils, dass ich den Trockenvorgang ein bisschen beschleunigen kann und ja, gehe da mit der Heatgun drauf. Jetzt geht es wie gesagt darum, dass wir die Potsch einerseits auf die Dose aufbringen, ungefähr da, wo das Label drauf kommt, respektive so. Das heißt, ich gucke mir den Bereich an, wo ich das anbringen will. Das ist die Rückseite, das heißt in etwa hier. So in dem Stil. Das heißt, ich muss wirklich fast bis hinten durch. Und dann muss eben auch hier drauf. Ich mache immer zuerst die Dose und dann das Papier, weil das muss dann auch relativ schnell übertragen werden. Und genau das mache ich jetzt. Und auch hier habe ich wieder einen Pinsel zum Übertragen und einen dann zum Feststreichen.
Und da wirklich schön großzügig mit dem drauf. I wake up from the sunshine on my face. Das müsste bei mir genug sein. Und jetzt gehe ich damit auf das Label drauf. Dehydrated, don't know what to say. Dass sich das Ganze wölbt, wird uns ein bisschen helfen, weil dann können wir das Ganze dann auch ein bisschen besser in die Rillen von der Dose reinreiben, weil es ist ein bisschen trickier, wenn ihr das eben mit diesen Rillen macht, als wenn ihr das auf einem flachen Holzbrett macht. Aber auch das kriegen wir hin, ne? So, dann könnt ihr das nehmen und schön mittig auf die Dose bringen. Ich stelle die einfach so vor mich hin, dass ich die Mitte vor mir habe. Ihr könnt da auch immer noch so ein bisschen schieben. Und jetzt gehe ich eben mit dem sauberen Pinsel drauf und drücke das wirklich hier in die Rillen rein. Seht, ich gehe mit ein klein bisschen Wasser drauf, einfach damit das Papier noch ein bisschen geschmeidiger wird, aber nehmt da nicht zu viel, weil ihr müsst das Ganze dann zuerst einmal trocknen. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich habe das ganz ehrlich gesagt bis jetzt noch nie auf so gerillten Gegenständen gemacht, sondern immer nur flachen. Von dem her gucken wir mal. Was ich auch gleich mache, ist hier den Rand der Dose so ein bisschen von dem, was ich zu viel an Material draufgebracht habe, wieder so ein bisschen zu befreien. Und auch hier hilft es eben, wenn ihr einen Acryllack draufgebracht habt und nicht irgendetwas, was auf Wasser reagiert. So, das sollte mal reichen und jetzt lasse ich das Ganze trocknen. Wenn das Ganze dann weiß ist, dann sollte das trocken sein. Eben wie gesagt, ihr könnt auch mit der Heatgun ein bisschen nachhelfen. Natürlich nicht zu stark drauf, nicht, dass der Acryllack dann Schaden nimmt. Und jetzt nehmt ihr am besten ein Zeitungspapier und nicht, dass ich das vergesse. Die Pinsel wirklich, sobald ihr damit fertig seid, die waschen, weil wenn das mal trocken ist, dann hält das richtig gut. Und das Wasser habe ich auch kurz ausgetauscht, damit ich da wieder frisches Wasser habe. Jetzt nehme ich meinen Schwamm und tupfe das Ganze so ein bisschen ab. Es geht einfach darum, das Papier aufzuweichen, weil was wir jetzt machen werden, ist, wir werden ja anfangen, das Papier wegzurubbeln. Deshalb das wirklich hier gut anfeuchten. Dann geht euch das Ganze dann auch einfacher. Merkt es dann auch so diese dunklen Stellen, da geht es dann schon los. Bei den anderen brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach anfangen, darauf zu reiben, bis sich das Papier anfängt zu lösen. Ne? Ihr seht, die Farbe ist immer noch auf der Dose, aber das Papier kommt jetzt mit. Und da wirklich vorsichtig arbeiten. Es geht immer darum, so ein bisschen herauszufinden, wie stark kann ich das Papier wegnehmen, damit dann trotzdem die Farbe noch auf der Dose drauf bleibt. Und das könnt ihr auch in mehreren Schichten machen. Ne? Ihr könnt es erstmal so ein bisschen vorsichtig machen und dann merkt ihr auch, wenn das Ganze, wenn es so ein bisschen antrocknet, noch so einen weißen Schimmer drauf hat, dann ist noch Papier drauf. Dann müsst ihr da noch ein bisschen mehr von dem Papier wegrubbeln. Can someone make this
this headache go away. Ihr könnt es auch zwischendurch so ein bisschen abwischen und dann das einmal trocknen lassen, damit ihr seht, wo genau es noch weiße Stellen hat. Es kann sein, dass sich das Papier stellenweise so ein bisschen löst. Dann habt ihr, hier habe ich eine Stelle. Da müsste eigentlich was drauf sein, aber es ist ein Vintage-Label, von dem her, ich finde es so nicht schlimm, wenn das passiert. Einfach sobald ihr merkt, da kommt jetzt was mit, was Farbe hat, dann hört ihr auf und gebt da nochmal Wasser drauf, damit sich das Papier noch besser auflöst. Und erst dann macht ihr weiter. Ich lasse das jetzt kurz ein bisschen trocknen, damit ich besser sehe, wo ich noch Stellen habe, wo ich weiterarbeiten muss. Und bin dann gleich wieder zurück. So, jetzt seht ihr, dass ich hier dunkle Stellen habe. Die sind okay. Aber dann habe ich eben auch weiße Stellen und das ist noch nicht okay. Das heißt, da muss ich noch weiterarbeiten. Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Und wenn das dann fertig ist, dann sieht das so aus. Und dann habt ihr wunderbar eine Dose, wo ihr ein Vintage-Label drauf habt. Das sieht echt wirklich super Vintage aus, auch, finde ich. Also ich finde die wirklich richtig cool. Was ich hatte, bei mir hat sich ein bisschen viel von dem Papier gelöst oder vom Papier, vom Motiv. Aber das war mein Fehler, weil ich einfach zu ungeduldig war und das zu wenig lang am Anfang trocknen habe lassen. Also guckt da, lasst es wirklich gut stehen, damit es da sich mit der Dose verbinden kann und fangt erst dann an, das Ganze abzureiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das noch mit einem Lack anfärben, damit es dann auch wirklich schön so bleibt. Ich denke, das mache ich jetzt auch kurz bei mir und das war auch schon die letzte der Dosen. Und wenn ihr euch das anguckt, das waren die Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, die ich bezogen habe und dann ein Motiv mit Vinylfolie draufgebracht, eins nur mit Vinylfolie, eins, wo wir mit einer Schablone gearbeitet haben, eins, wo ich auf Seidenpapier gedruckt habe und das dann draufgepotscht habe und eins, wo wir mit dem Fotopotsch gearbeitet haben. Das sind so ein paar Beispiele. Ihr könnt, da gibt es noch viel mehr. Ich habe hier zum Beispiel eine, die ich gemacht habe mit Serviettentechnik, mit so einer Vintage-Serviette. Und ich weiß, es ist ein bisschen altbacken, das ganze Thema Serviettentechnik, aber ich finde, es gibt mittlerweile so dermaßen coole Servietten, wo ihr das dann mit so einem Lack wunderbar auch eben auf so eine Dose draufbringen müsst. Da müsst ihr auf jeden Fall auch die Dose grundieren, weil ihr nehmt ja dann nur die oberste Schicht oder eine der diese 3 oder 4 Schichten, die eine Serviette hat, nur die oberste, die bedruckt ist. Bestreicht die Dose dann mit dem Schutzhaftlack und bringt dann die Serviette oben drauf und streicht die fest. Auch hier wieder mit einem zum Einstreichen und einem zum eben Feststreichen von oben, der sauber ist. Aber so könnt ihr auch Serviettentechnik machen. Und das sind nur ein paar Beispiele. Ne? Da könnt ihr noch massiv mehr Sachen machen. Und deshalb Dosen nicht wegschmeißen, sondern einfach wiederverwenden und coole Sachen zum Aufbewahren machen. Zum Beispiel aber auch, um kleine Osternestchen zu machen. Das meine Ideen für heute. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt Lust, die eine oder andere Idee selber auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me